Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Ich zeige dir heute, wie du ein wunderschönes, edles Dreieckstuch ganz einfach selber stricken kannst. Dieses Dreieckstuch ist nicht nur ein absoluter Kuscheltraum, es ist auch super schnell und einfach gemacht. Dieses Tuch eignet sich perfekt für Anfänger. Alles, was du dafür schon beherrschen solltest, sind Maschen anschlagen, rechte Maschen, linke Maschen. Wir werden noch Umschläge stricken. Wie die funktionieren, das zeige ich dir aber alles gleich nochmal ganz ausführlich im Video und natürlich auch, wie wir das Ganze dann abmaschen. In der Mitte des Dreieckstuchs finden wir ein Lochmuster, was das Ganze sehr, sehr edel und auch ein bisschen verspielter macht. Und am Rand haben wir dann noch eine sehr schicke krausrechte Borte. Wenn dir Stricken genauso viel Spaß macht wie mir, dann lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniere meinen Kanal, dort findest du auch noch viele weitere Strick- und DIY-Ideen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Für das Tuch brauchen wir 3,5 mm Nadeln. Ich habe jetzt hier für den Anfang erstmal hier 2 Nadeln von einem Nadelspiel genommen. Da das Tuch ja aber etwas größer wird, habe ich dann hier noch ein längeres Seil, beziehungsweise habe sogar 2 Seile aneinander gemacht. Da könnt ihr das dann nachher einfach rüber stricken. Wie genau, das zeige ich gleich nochmal im Video. Ich habe für mein Tuch die Ecopuno verwendet. Das ist ein Garn von Lana Grossa. Das ist ein sehr lockeres, sehr, sehr weiches und schönes, edles Garn. Das ist eine Mischung aus Baumwolle, Schurwolle und Alpaka. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr leicht, sehr flauschig und eignet sich perfekt dafür. Ihr könnt aber natürlich jedes beliebige Garn, das ihr zu Hause habt, verwenden. Wir nehmen jetzt erstmal die Grundstellung ein. Wie gesagt, für das Tuch müsst ihr keine Strickprofis sein, aber es wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr linke und rechte Maschen schon könnt. Die werde ich jetzt nämlich nicht nochmal ganz genau erklären. Und dann schlagen wir erstmal 3 Maschen an. Ich nehme dafür meine Nadeln immer doppelt, damit der Anschlag schön locker wird. Also ich mache mir hier einfach so einen Kreis um meinen Daumen und fahre dann hier durch und hole mir dann hier den Faden und schlage somit meine erste Masche an. Und das wiederhole ich noch zweimal, weil wir insgesamt, ups, jetzt bin ich rausgefallen, 3 Maschen anschlagen wollen. Also nochmal 1, 2 und 3. Dann habe ich jetzt hier 3 Maschen auf meinen Nadeln und dann kann ich hier eine auch schon rausziehen. Mit der stricken wir dann nämlich gleich weiter. Und da wir immer von rechts nach links stricken, drehe ich mir das Ganze jetzt einmal um. Und dann starten wir mit der ersten Reihe. Und in der ersten Reihe stricke ich jetzt hier eine rechte Masche. Dann folgt ein Umschlag und ein Umschlag funktioniert folgendermaßen. Ich lege mit diesem Faden hier um meine Nadel und zwar von vorne nach hinten. Das ist ganz wichtig, also nicht so drum legen, sondern wirklich mit der Nadel hinter den Faden gehen und dann von vorne nach hinten drüber legen. Wenn wir das nämlich andersrum machen, dann haben wir keine Löcher und die wollen wir ja haben. Und dann kommt jetzt hier wieder eine rechte Masche. Die stricke ich hier in die nächste Masche rein. Und dann folgt wieder ein Umschlag und die letzte Masche wird wieder rechts abgestrickt. Ich habe jetzt somit mit den Umschlägen 2 Zunahmen gearbeitet und habe jetzt in der ersten Reihe 5 Maschen auf meiner Nadel. Dann drehe ich mir meine Arbeit wieder um und in dieser Reihe, also das ist jetzt die zweite Reihe, werden einfach alle Maschen links abgestrickt. Wichtig, beim Linksstricken liegt der Faden vor unserer Arbeit und dann steche ich ein und stricke mir alle 5 Maschen links ab. Auch die Umschläge werden ganz normal links abgestrickt und jetzt habe ich hier weiterhin 5 Maschen auf meiner Nadel liegen. Dann kommen wir auch schon zur dritten Reihe und in der dritten Reihe ist es jetzt folgendermaßen, wir stricken abwechselnd eine rechte Masche und einen Umschlag. Also heißt, ich steche in die erste ein, stricke eine rechte Masche
und daraufhin folgt jetzt ein Umschlag. Dann stricke ich wieder eine rechte Masche, einen Umschlag, eine rechte Masche, einen Umschlag, eine rechte Masche, einen Umschlag und wieder eine rechte Masche. Also haben wir jetzt in dieser Runde, also in der dritten Reihe, besser gesagt, haben wir 4 Maschen zugenommen und haben jetzt insgesamt 9 Maschen auf unserer Nadel liegen. Dann drehen wir uns die Arbeit wieder um und hier werden jetzt wieder alle 9 Maschen links abgestrickt, also mit linken Maschen. Da stricke ich dann sowohl die rechten Maschen von gerade eben als auch die Umschläge alles links ab. Dann drehe ich mir die Arbeit wieder um. Das war jetzt die 4. Reihe und in der 4. Reihe haben wir jetzt einfach alle Maschen abgestrickt links, also heißt, das sind immer noch 9 Maschen. So, und jetzt sind wir in der 5. Reihe angelangt und hier bilden wir jetzt auch langsam unser Muster und das erkläre ich jetzt einmal. Es ist nämlich wirklich nicht schwer. Ich werde es aber auch noch ein paar Reihen lang zeigen, damit das Verständnis so ein bisschen besser noch wird. Also, wir machen das auf der Vorderseite und die Vorderseite ist immer die Seite, wo wir die rechten Maschen stricken und die Rückseite ist die, wo wir die linken Maschen stricken. Wir sind jetzt auf der Vorderseite und da geht es immer gleich und zwar stricken wir die erste Masche rechts ab. Nach der ersten Masche bilden wir einen Umschlag und dann stricken wir alle Maschen bis zu der Mittelmasche und die erkennen wir daran, dass davor diese 2 Umschläge kamen. Also das hier ist meine Mittelmasche. Da stricken wir alle Maschen rechts, bis wir dort angekommen sind. Und vor dieser Mittelmasche mache ich jetzt wieder einen Umschlag. Die Mittelmasche stricke ich rechts ab und nach der Mittelmasche folgt wieder ein Umschlag. Und dann stricke ich jetzt alle Maschen rechts ab, bis ich bei der letzten Masche angekommen bin. Vor der letzten Masche folgt wieder ein Umschlag und dann stricken wir die letzte Masche rechts ab. Also habe ich jetzt in dieser Reihe auch wieder 4 Maschen zugenommen und das ist immer so auf der Vorderseite. Wir nehmen jetzt jede Vorderseitenreihe, also in jeder zweiten Reihe sozusagen, dann immer 4 Maschen zu. Jetzt haben wir hier insgesamt 13 Maschen. Dann drehen wir uns die Arbeit wieder um und auf der Rückseite ist es ganz, ganz einfach. Hier stricken wir nämlich immer einfach alle Maschen, die wir haben, links ab. Also heißt, die 13 Maschen, die jetzt dort liegen, werden alle links abgestrickt und auch die Umschläge, also die Umschläge zählen da wie ganz normale Maschen. Und das wird alles, wie gesagt, links abgestrickt. Dann sind wir jetzt wieder auf der Vorderseite und so langsam erkennt man es auch schon ein bisschen besser. Hier sieht man jetzt nämlich eben diese rechten Maschen, so sehen die aus und so sehen die linken Maschen aus. Die haben immer wie so Knötchen hier dran. Und jetzt machen wir wieder genau dasselbe. Wir wollen nämlich wieder 4 Maschen zunehmen. Bedeutet, wir müssen 4 Umschläge arbeiten und die kommen immer an derselben Stelle. Und zwar stricken wir die erste Masche ganz normal rechts ab. Danach machen wir einen Umschlag. Dann stricken wir alle Maschen, bis wir bei der Mittelmasche angekommen sind, rechts ab. Und das erkennen wir dann hier auch schon so ganz gut mittlerweile, weil hier sind immer diese Umschläge um diese Mittelmasche. Man kann die sich aber natürlich auch mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen, damit man nicht durcheinander kommt. Und vor dieser Mittelmasche bilde ich jetzt wieder einen Umschlag, stricke die Mittelmasche rechts ab und nach der Mittelmasche kommt ebenfalls nochmal ein Umschlag. Dann stricke ich wieder alle Maschen, bis ich bei der letzten angekommen bin, rechts ab. Und vor der letzten Masche mache ich wieder einen Umschlag und die letzte Masche stricke ich rechts ab. Jetzt erkennt man das auch schon so ein kleines bisschen besser. Also wie gesagt, markiert euch auch gerne diese Mittelmasche, damit ihr da eben nicht durcheinander kommt. Aber ich finde, man erkennt es auch schon ganz gut. Dann drehen wir uns die Arbeit wieder um und wie
Ihr wisst, mittlerweile stricken wir auf der Rückseite immer alle Maschen links, also da kommen keine Zunahmen, das ist wirklich ganz einfach. Und falls euch das Video übrigens ein bisschen zu schnell geht, also es ist wie gesagt jetzt immer dasselbe, da kann man im Prinzip nicht so viel falsch machen, aber drückt gerne auch mal die Stopppause, spult zurück, falls euch irgendwas unklar war. Also nutzt die Chance wirklich, dass wir hier nicht live sind, sondern dass wir hier eben eine Aufnahme haben, die man jederzeit stoppen und auch zurückspulen kann. So, ich stricke jetzt hier diese Reihe noch voll ab mit den linken Maschen und dann zeige ich es nochmal. So, wir sind jetzt hier wieder auf der Vorderseite angekommen und so langsam, man erkennt es wirklich von Runde zu Runde besser, wo sich diese Mittelmasche befindet. Und dann folgt wieder dasselbe Spiel. Wir stricken die erste Masche rechts ab, daraufhin folgt ein Umschlag. Dann stricke ich alle Maschen, bis ich bei der Mittelmasche angekommen bin, wieder rechts ab. So, das ist wieder unsere Mittelmasche. Dann mache ich davor einen Umschlag, stricke die Mittelmasche rechts ab und nach der Mittelmasche kommt ebenfalls ein Umschlag. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, die restlichen Maschen, bis wir bei der letzten angekommen sind, werden ganz normal rechts abgestrickt. Und dann vor der letzten kommt wieder ein Umschlag. Die letzte wieder rechts und dann drehen wir uns das Ganze wieder um. Und hier werden jetzt wieder alle Maschen links gestrickt. Das sieht die ersten paar Runden vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber tatsächlich gar nicht. Also es passiert jetzt wirklich immer nur dasselbe. Ich zeige es jetzt noch ein letztes Mal. Und zwar stricken wir wie immer auf der Vorderseite, wo die rechten Maschen zu sehen sind, eine rechte Masche. Dann folgt ein Umschlag. Dann stricken wir alle Maschen, bis wir bei der Mittelmasche angekommen sind, wieder rechts ab. Und dann vor der Mittelmasche, jetzt erkennt man sie auch wirklich schon sehr, sehr gut, kommt ein Umschlag. Die Mittelmasche wird rechts gestrickt, danach folgt wieder ein Umschlag und dann stricken wir wieder alle Maschen, bis wir bei der, ups, ist runtergefallen, bis wir bei der letzten Masche angekommen sind. Rechts und vor der letzten Masche machen wir wieder einen Umschlag und die letzte wird wieder rechts gestrickt. Da wir in jeder vorderen Reihe, also in jeder Reihe mit den rechten Maschen ja 4 Maschen zunehmen, wird das jetzt natürlich immer breiter und breiter und wir haben immer mehr und mehr Maschen drauf. Und deswegen zeige ich jetzt einmal, wie man das auf die Rundstricknadel abstrickt. Und zwar habe ich jetzt hier meine Rundstricknadel einfach auf der rechten Seite, also hier auf meiner rechten Hand. Mit der stricke ich ja immer ab. Und dann mache ich genau dasselbe wie zuvor auch, heißt ich bin jetzt hier auf der Rückseite und stricke einfach alle Maschen links ab und somit übertrage ich mir das jetzt auf meine Rundnadel. Bei der Rundnadel ist es wichtig, dass sie nicht zu kurz ist, also ich empfehle euch mindestens 100 cm sollte sie schon haben. Es kommt aber natürlich darauf an, wie groß euer Tuch letztendlich sein soll, aber es macht natürlich schon was her, wenn es ein bisschen größer ist. So, und dann habe ich das jetzt hier rüber gestrickt, dann kann ich mir diese beiden hier auch zur Seite legen. Die brauche ich gar nicht mehr. Und jetzt kann man das, wenn man sich das hier rüberzieht, schon ganz gut erkennen. Das ist nämlich hier später unser gerader Rand. Und wir stricken immer hier im Dreieck entlang. Bedeutet, ich stricke jetzt hier wieder nach oben und runter, also hier ist das eine Reihe und dann drehe ich es mir um, mache die Rückreihe und so weiter und so fort. Also heißt, das hier ist nachher unser langer gerader Teil und hier bildet sich dann diese Spitze und wir stricken dann wie gesagt immer von da nach da, von da nach da. Also das Prinzip sollte jetzt klar sein, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Auf der Vorderseite immer eine rechte Masche, ein Umschlag, alle Maschen rechts bis zur Mittelmasche, davor ein Umschlag, die Mittelmasche rechts, ein Umschlag, dann wieder alle Maschen rechts bis zur letzten Masche, da wieder einen Umschlag arbeiten und die letzte Masche rechts. Ich schreibe es hier unten auch nochmal rein, dann kann man sich das vielleicht nochmal ein bisschen besser merken.
Und auf der Rückseite werden immer alle Maschen links gestrickt. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch etwas Ausdauer und ganz viel Spaß beim Stricken. Wir treffen uns gleich wieder, wenn wir hier Richtung Ende kommen. Ich zeige es nochmal. Wir machen nämlich am Ende noch hier so einen hübschen Abschluss. Also so sieht das Tuch aus. Es ist wirklich, wie gesagt, sehr groß. Man kriegt es gar nicht mehr drauf. Das ist unsere Mitte. Und hier haben wir übrigens angefangen zu stricken. Und dann geht das eben immer hier weiter und wächst somit. Und am Schluss machen wir dann uns diesen hübschen Rand. Und außerdem zeige ich dann auch noch gleich, wie man das Ganze richtig abkettet. Mein Tuch ist jetzt mittlerweile ziemlich groß geworden, also so groß, dass ich das hier gar nicht ganz auf die Kamera bekomme. Und für mich reicht das jetzt so auch. Ihr könnt natürlich so lange stricken, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch kleiner gestalten, also ganz wie ihr lustig seid. Und ich bin jetzt hier auf der Rückseite gerade, also bedeutet da, wo man die linken Maschen sieht. Und damit sich mein Tuch später am Rand nicht einkräuselt, also es dreht sich nämlich dann so nach innen, wenn man das einfach so lassen würde. Und aus diesem Grund mache ich jetzt noch ein paar Graus rein. Bedeutet, ich stricke jetzt auf der Rückseite und auf der Vorderseite immer nur rechte Maschen. Und dafür stricke ich jetzt im Prinzip eigentlich so weiter wie zuvor. Bedeutet, auf der Rückseite, also auf dieser Seite, wenn wir dieses Muster sehen, dann machen wir keine Zunahmen, sondern stricken die Umschläge ganz normal ab. Aber wie gesagt, jetzt eben nicht mit linken Maschen, wie wir es gewohnt waren, sondern mit rechten Maschen. Also bedeutet, ich mache jetzt hier die ganze Reihe einfach ganz normal rechte Maschen. So, und jetzt habe ich hier die ganze Reihe auch mit den Umschlägen mit rechten Maschen abgestrickt und dann drehe ich mir mein Tuch wieder um und jetzt sind wir hier wieder auf der Vorderseite und jetzt sehen wir schon, dass diese rechten Maschen, die wir gerade gemacht haben, hier aussehen wie linke. Und hier auf der Vorderseite machen wir jetzt wieder alles ganz genauso wie gewohnt. Bedeutet, wir stricken wieder ganz normal unsere rechten Maschen und auch unsere Zunahmen, also unsere Umschläge. Also hier kommt jetzt erst eine rechte Masche, ein Umschlag und dann stricke ich wieder alle Maschen bis zur Mitte rechts und da kommen dann eben auch wieder diese Zunahmen und dann wieder alle rechts und bis zum Ende. Also im Prinzip das, was ihr jetzt die ganze Zeit über gemacht habt. Und was vielleicht noch ganz wichtig wäre, wenn ihr zu diesen letzten Reihen kommt, also diese Reihen, die wir jetzt kraus-rechts stricken, also kraus-rechts bedeutet einfach nur Vorder- und Rückseite mit rechten Maschen, schaut, dass ihr auf jeden Fall noch genügend Garn übrig habt. Das ist natürlich sehr wichtig, weil sonst reicht es nicht. Also das kommt natürlich darauf an, wie breit ihr euren Kraus-Rechtsrand haben wollt, aber man kann ungefähr damit rechnen, dass man pro Reihe 3-mal so viel Faden braucht, wie die Länge des gestrickten Teils ist. Also heißt, wenn ich mir das jetzt hier auseinander mache und das einmal hier komplett abmesse, dann sollte das mindestens 3-mal so lang sein, im besten Fall sogar 4-mal. Da seid ihr dann mit auf der sicheren Seite. Und ich werde jetzt hier einfach die Reihe weiter stricken, also wie gewohnt rechts und dann die Zunahmen und so weiter und so fort. Und auf der Rückseite stricke ich dann wie eben in der Reihe davor alle Maschen, auch die Umschläge ganz normal rechts ab. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Teil hier gestrickt habe. Ich habe jetzt insgesamt 5 Reihen in Kraus rechts gestrickt, bedeutet, ich habe die Vorderseite und Rückseite, wie gerade erklärt, immer mit rechten Maschen gearbeitet. Und dann drehen wir uns das Ganze jetzt hier wieder um. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir jetzt dadurch so eine wirklich sehr schöne Abschlusskante gestrickt haben. Und wie gesagt, ihr könnt die natürlich auch noch ein bisschen breiter machen, also wie ihr lustig seid. Einfach darauf achten, dass ihr genügend Garn übrig habt. Ich finde es sehr hübsch und deswegen lasse ich das jetzt auch so. Und jetzt kommen wir ans Abketten. Und beim Abketten ist es jetzt wichtig, dass wir das nicht zu eng abketten, da sich sonst unser Rand hier so zusammenziehen würde und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb zeige ich dir jetzt, wie ich das mache, dass das schön locker wird. Also ich steche jetzt hier ganz normal ein und stricke die erste Masche rechts ab. Und hier ist es jetzt wichtig, dass ich mir die einfach so ein bisschen weiterziehe. Also hier nicht festziehen, sondern dem Ganzen so ein bisschen
Luft lassen und dann steche ich in die nächste Masche und mache hier ebenfalls eine rechte Masche und lasse auch die wieder so ein bisschen locker. Also dass hier wirklich so ein bisschen Platz immer dazwischen ist. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Und dann nehme ich jetzt diese erste Masche, die ich gestrickt habe, und steche von links nach rechts vorne durch und hebe mir die jetzt über die eben gestrickte Masche. Und somit habe ich jetzt die erste Masche abgekettet und in diesem Schema geht es weiter. Auch hier wieder darauf achten, dass wir das nicht eng ziehen, sondern dass das schön locker bleibt. Dann stricke ich die nächste Masche. Dann habe ich jetzt 2 Maschen auf der Nadel, immer schön locker, wie gesagt. Und dann nehme ich die rechte, steche von links nach rechts durch und ziehe sie jetzt über meine erste drüber. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Heißt, ich steche wieder ein, mache eine sehr lockere rechte Masche. Dann steche ich von links nach rechts durch die rechte Masche hier und hebe sie oben, jetzt will die nicht, drüber. So. Ich steche in die nächste Masche ein, steche durch die rechte von links nach rechts durch und hebe sie mir über. Und somit kette ich jetzt hier meine Maschen schön locker elastisch ab, dass sich das dann am Schluss nicht zusammenzieht. Hier auch immer so ein bisschen darauf achten, dass die Maschen immer gleich groß gezogen sind. Also jetzt nicht eine, die irgendwie 5 cm breit ist und die nächste 0,5. Also es sollte schon alles so ein bisschen gleichmäßig sein. Und dadurch haben wir dann hier auch noch so eine ganz hübsche Abkettkante. Ich stricke mal noch ein paar rein und ein paar Maschen und zeige es euch dann gleich nochmal. So, also ich glaube, das kann man jetzt schon ganz gut erkennen. Also das wird wirklich hier ein sehr, sehr hübscher Abschluss. Und das mache ich jetzt einfach hier wieder die komplette Reihe entlang. Bedeutet, bis ich am Ende angekommen bin und dann kann ich mir noch meine Fäden vernähen. Wichtig, das Tuch danach, wenn es fertig ist, unbedingt waschen. Also bedeutet am besten mit Handwäsche und einem schönen Wollwaschmittel. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen spannen, dann wird es auch noch ein bisschen größer. Und ich kann euch verraten, also das ist wirklich ein absoluter Flauschtraum. Es ist total schön locker und weich und der perfekte Kuschelstrick. Dieses Dreieckstuch ist ein absoluter Flauschtraum und es ist auch noch super schnell und einfach gemacht. Wenn du das Projekt nachstricken möchtest, dann markiere mich doch gerne mit dem Hashtag Judith Jelena. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich deine fertigen Werke begutachten kann. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen nach oben da zu lassen, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder.